Luftfederbälge, die tragen tonnenschwere Lasten. Nicht nur wie hier bei der WL-Spedition in Herford. Tonnenschwere Lasten sänften gleich ladungsschonend auf schlechtesten Wegstrecken. Dafür müssen sie aber immer, insbesondere beim Auf- und Abbrücken, korrekt behandelt werden. Und werden sie das nicht, sind verknitterte und/oder beschädigte Bälge die Folge. Und diese Bälge können dann im Nachhinein platzen, aber eben nicht aufgrund von Materialfehlern, sondern aufgrund der vorangegangenen Handlingsfehler. Szenario 1: Abbrücken einer voll ausgeladenen Wechselbrücke. Der Hänger ist eingebremst und aufgrund des hohen Wechselbrückengewichtes beträgt der Bremsdruck ca. 7 bar. Die Bremsen haben somit die Räder fest im Griff. Sie können sich beim Heben keinen Millimeter bewegen. Und die Folge ist, dass die Brücke dann nicht ausreichend hochgehoben werden kann, um die Beine abklappen zu können. Es strömt aber immer weiter Luft in die Bälge und der Bremsdruck steigt bis auf 8,5 bar an. Und dann kann es passieren, dass sich die Bremsbeläge mikrometerweise entweder entlang der Scheibe oder entlang der Trommel würgen. Und dabei gibt es extrem unschöne Geräusche, aber es gibt keinen Höhengewinn. Also muss der Fahrer reagieren, löst die Bremse und dann passiert es, das Fahrzeug schnellt schlagartig hoch und kann dabei die Balgplatte verbiegen oder im Worst Case platzt der ganze Balg. Szenario 2. Wenn du den nach wie vor eingebremsten Anhänger mit einer leeren und somit sehr leichten Wechselbrücke absenken möchtest, dann kann es passieren, dass nichts passiert. Die Brücke bleibt oben. Und dann kann das Gestänge an der Achse eben nicht Fahrposition erreicht melden und der Balg wird munter weiter entlüftet, bis er völlig entleert ist. Und dann kommt es zur Duplizität der Ereignisse. Der Fahrer löst den gelben Palm, das Chassis knallt runter auf die Bälge und dabei werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt. Und wenn dann wieder Luft beaufschlagt wird, dann kann ein solcher Balg natürlich platzen und in einigen Fällen sogar die Balgplatte darüber verbeulen. Die Lösung des Problems: ein Bremslösetaster. Aber Vorsicht, es ist ein Taster und kein Schalter. Solange du den Taster hältst, ist die Bremse frei. Sobald du ihn loslässt, springt er zurück und das Fahrzeug ist wieder eingebremst.